Hallo zusammen, auch willkommen, guten Tag von meiner Seite. Und ja, willkommen zu diesem kleinen Vortrag über den Lagertausch an einem vorgespannten Betonquerträger, der eben mit Idea Statica oder unter anderem auch mit Idea Statica nachgewiesen wurde. Nun, um was geht es eigentlich in diesem Vortrag? Also wir haben hier Raum Bern und wenn man da ein bisschen reinzoomt, haben wir das Foto hier rechts, was man hier sieht, das Weiermannshaus-Viadukt. Das ist ja eigentlich gleich in der Nähe in diese Richtung, für die, die Bern ein bisschen kennen. Hier auf der Karte rot markiert. Und bei dieser Brücke, diese wurde dann 1974 bis 1977 gebaut. Und da hat es jeweils über jede Stütze Querträger. Und der wurde eben lokal angeschaut und nachgewiesen, eben mit Idea Statica. Und genau darum geht es eben heute in diesem Vortrag. Vielleicht noch ein paar Worte zum Projekt. Also es hat eigentlich zwei große Projekte. Erstens die Leistungssteigerung Bern-West von der Schweizer Bundesbahn. Da geht es darum, die Kapazität im Raum Knoten-Bern zu erhöhen, mit unter anderem einem großen Tagbautunnel und hier auch noch in diesem Bereich eine neue Haltestelle für den neuen Campus hier und auch eine neue Personenunterführung und eine ganze Reihe an anderen Bauwerken. Und zusätzlich zu diesem Projekt hat es auch von der Seite Stadt Bern diesen sogenannten Entwicklungsschwerpunkt Außerhohligen, der jetzt hier dargestellt ist mit einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Projekten, sei es Immobilien oder auch Sportanlagen und hier eben diese neue Personenunterführung, um dieses ganze Quartier aufzuwerten. Nun, wenn wir jetzt dieses Projekt von der Stadt Bern Außerhohligen noch ein bisschen genauer anschauen, es hat hier diesen Freiraum unter dem Viadukt gelb markiert und der soll eben aufgewertet werden, indem man jetzt hier neue Fußgänger, mehr Platz für Fahrräder, Fußgänger, Sportanlagen, Foodtrucks und auch natürlich Platz für die ganzen Studenten hier vom Campus, die in der Zukunft dort entstehen wird, um dort Raum zu schaffen und auch noch zusätzlich für diese Personenunterführung entlang der Nord-Süd-Achse wird dieser ganze Freiraum aufgewertet und dafür muss man eigentlich das Terrain absenken. Das sieht jetzt im Bestand heutzutage so aus. Hier haben wir das Viadukt mit 5 Achsen, fängt hier dort hinten auf mit der Achse P an und dann Q, R, S und T gerade hier. Und im Rahmen von diesem Projekt für die neue Personenunterführung und für diesen Freiraum ist das Ziel, das ganze Terrain abzusenken. Also so soll das am Schluss aussehen, mit Rot den neuen Stützen und Blau die neue Personenunterführung mit der neuen Haltestelle. Ich gehe noch mal kurz zurück, damit man es vielleicht noch gut sieht. So sieht das jetzt aus und in der Zukunft soll es dann so aussehen. Das Ganze zwischen 2 und 4 Meter, maximal 4 Meter bei der Achse P ungefähr, weiter tiefer unten. Nun, wie soll das jetzt geschehen? Das wird jetzt mit einer provisorischen Unterfangung vom Viadukt ausgeführt. Sieht jetzt so aus in einer Visualisierung vom Stahlbauunternehmer. Es gibt jeweils eine ganze Reihe Gerüsttürme und auf diesem Gerüst, auf diese Türme werden dann 2 massive geschweißte Blechträger montiert. Im Schnitt sieht das dann so aus. Und dann kann man mit den hydraulischen Pressen das Viadukt anheben, die bestehenden Stützen entlasten, abbrechen und dann die neuen Stützen wieder aufbauen. Dieser Brückenträger sieht folgendermaßen aus. Es handelt sich um einen vorgespannten Kastenträger mit Spannweiten zwischen 36 bis 38 Meter ungefähr. Hier im Feld eben hohl in der Mitte, hier noch ein Auszug aus dem Bestandesplan. Und über den Stützen haben wir hier diesen massiven Querriegel, gelb markiert hier, mit den wir eben jetzt noch ein bisschen genauer anschauen werden.
Dieser Querriegel, der ist eben vorgespannt. Hier auch noch ein Plan von der Vorspannung. Jeweils 6 Vorspannkabel insgesamt bei jedem Riegel und insgesamt circa Größenordnung 13.000 Kilonewton Vorspannkraft über alle Kabel zusammen, alle 6 Kabel zusammen. Nun, im Bestand sieht dieser Querriegel folgendermaßen aus, da oben dargestellt. Wir haben die Linienlasten rechts und links, die anfallen bei diesem Querriegel, hier rot dargestellt. Und in der Mitte natürlich ein Punktlager mit dieser Stütze. Und diese Lasten, die hier anfallen, werden dann von der Vorspannkraft hochgezogen und dann in die Stütze eingeleitet. Der Fahrrichtung Bestand im Schnitt im Längsschnitt sieht das dann so aus. Im Bauzustand sieht das dann plötzlich unterschiedlich aus. Da fällt die Stütze unten weg, das Punktlager entfällt quasi. Die Lasten hier kommen auch weg und der Querriegel hängt eigentlich nur noch in der Luft. Natürlich hier in der Form von einem Linienlager hier gehalten in diesem Kastenträger. Sieht dann auch so aus. Hier der Querbalken gelb markiert. Wie gesagt, wird das Viadukt angehoben und die Stütze entlastet, abgebrochen. Und dann gibt es einfach nur noch den Querriegel, der dann einfach da hängt. Quasi. Nun, diesen Bauzustand, der muss eben geprüft und nachgewiesen werden. Hier ist dann vor allem Schub- und Biegenachweis relevant. Glück für uns als Projektverfasser ist, dass die Bewährungspläne vorhanden sind und auch der statische Bericht von den 1970er Jahren. Das sind dann große Dateien, große eingescannte Pläne mit viel Handschrift. Da muss man dann oft reinzoomen. Die dann das vielleicht schon mal machen mussten bei alten Plänen, wissen, von was ich rede. Und wie gesagt, Bewährungsplan hier mit den verschiedenen Eisen farbig dargestellt und Plan von der Vorspannung da oben mit den verschiedenen Kabelhaltern auch hier gelb markiert. Das wurde nun in Idea Statica modelliert. Der Vorteil eben, man kann wirklich jedes Eisen darstellen, wirklich alles rausholen, was auch geht, also wirklich mehr ist dann auch mehr. Man kann auch die Vorspannkabel modellieren, hier diese grauen dicken Striche und die verschiedenen Öffnungen auch. Hier bei der Krafteinleitung von dem Vorspannkabel kann man auch eine vereinfachte Modellierung machen. Das ist natürlich alles in 2D, das Modell von Idea Statica. Hier geht dann aber trotzdem gibt es noch die Möglichkeit, diese Lasteinleitung vereinfacht zu modellieren mit einem Konus für die Lastausbreitung und Spreizbewehrung, die dann quasi draußen wäre es dann natürlich diese Spiralbewehrung beim Ankerkopf, die dann eben auch modelliert werden kann. Im Bauzustand sieht das dann folgendermaßen aus. Hier eben, das ist dann, im Bauzustand sieht das dann eben folgendermaßen aus. Hier fällt das Punktlager, die Stütze fällt dann weg und man hat nur noch die Linienlager links und rechts. Und natürlich im Vergleich zum Bestand hier die Linienlast, die man hier angesetzt hat, fällt dann natürlich auch weg. Man hat nur noch die Vorspannkraft, die das Ganze, diesen Querriegel zusammendrückt. Nun, wenn man das jetzt vergleicht, also ich habe es wahrscheinlich auch schon erraten, also wenn das Erste, was man dann im Programm machen kann, man kann den Kräftefluss berechnen lassen. Das minimiert quasi die Dehnungsenergie im Modell und gibt dann für die Lasten auch das steifste System. Und im Bestand sieht das dann so aus, natürlich mit den Lasten, die seitlich anfallen und dann von der Vorspannkraft hochgezogen werden. Hier in Idea Statica ist Druck rot und blau steht dann für Zug von der Farbkonvention her. Und dann eben die Druckstreben, die dann bis in die Stütze, dieses Punktauflager, gehen. Und oben natürlich das Zugband. Und im Bauzustand plötzlich umgekehrt, eben
Das Punktauflager fällt weg und das Ganze wird zusammengezogen, somit auch unten Zug, oben diesen Druckbogen. Und was man auch noch sieht, sind die vertikalen Umlenkkräfte hier, die leicht angetönt sind, für diese Umleitung vom Druckbogen. So sieht man dann auch gleich den Unterschied Bestand-Bauzustand. Das kann man auch machen, auch ohne Bewehrung, einfach indem diese Dehnungsenergie im Modell minimiert wird. Man kann dann natürlich auch die Bewehrung rechnen, die Bewehrung modellieren und das ganze Programm berechnet dann auch die Spannungen in Beton und in der Bewehrung. Hier im Beton, also kann man schon mal als erster Schritt einen qualitativer Vergleich machen zwischen Bestand und Bauzustand. Hier oben Bestand relativ ausgeglichenes System, also eigentlich eine gute Auslastung. Wurde auch damals, kann man sagen, auch gut geplant, keine Spannungsspitzen, relativ gut ausgewogen. Hier natürlich Spannungsspitzen im Modell, weil die Lasteinleitung von der Vorspannkraft ist, aber sonst ja sehr ausgewogen. Und dann im Bauzustand plötzlich hohe Druckspannungen hier oben, weil man eben den Viadukt anhebt und das Punktlager unten entfällt und unten natürlich dann umgekehrt eher Zugspannungen. Und man kann dann natürlich auch für den Bauzustand quantitativer Nachweis machen, indem man eben diese Spannungen hier vom Modell nimmt und prüft, ob diese Betondruckspannung nicht überschritten ist. Eine zweite Analyse, die man machen kann, ist auch die Tensoren mit dem Programm, hier Richtung von den Hauptspannungen. Wiederum ein bisschen das ähnliche Bild wie der Kräftefluss, im Bestand auch die Tensoren, die Hauptspannungen wirklich nach unten, diese Druckstreben bis in die Stütze und im Bestand auch wieder alles schön ausgewogen. Und dann im Bauzustand plötzlich alles rot da oben natürlich im Bereich, wo man viel Druck hat und die Tensoren von der Richtung von den Hauptspannungen, die dann parallel zur Vorspannung sind. Und ja, man kann schon sagen, im Bauzustand geht man wirklich ein bisschen an der Grenze von diesem Beton, von diesem Querriegel. So sieht das zumindest auch im Modell dann so auch aus. Nun zu den Resultaten wirklich die Bewehrung selbst. Wiederum auch dieser qualitative Vergleich, Bestand, Bauzustand. Bestand auch wieder schön ausgewogen. Natürlich unten Druck und ein bisschen Zug für die vertikale Bewehrung. Und plötzlich hier hat man natürlich unten massiv Zug und oben massiv Druck. Und wiederum kann man diese horizontale Bewehrung dann, kann man die Spannungen berechnen und ebenfalls auch nachweisen. Das also kann man vielleicht jetzt auch sagen, hätte man vielleicht auch noch per Hand machen können, diese horizontale Bewehrung. Einfach den Querschnitt nehmen, das Zwangsmoment aufgrund Vorspannung berechnen und dann diese Bewehrung oder den Querschnitt prüfen. Könnte man vielleicht auch noch mit einem anderen Programm machen. Dort, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, anspruchsvoller, ist die Bügelbewehrung. Ja, weil dann plötzlich hat man die Öffnungen, die Umlenkkräfte, wie geht man mit diesen Umlenkkräften um, auch wie berücksichtigt man die Öffnungen. Und dort ist vielleicht auch ein bisschen die Stärke dann, wenn man diese verschiedenen Eisen das so detailliert modellieren kann. Man kann dann wirklich für die Bügelbewehrung detailliert vergleichen, Bestand hier, Bauzustand da und die Zunahme in den verschiedenen Eisen. Hier gelb markiert, dort wo man diese Spannungserhöhung hat. Was man sieht auch, man konnte es auch so effektiv nachweisen. Mit per Hand wäre das Ganze ein bisschen umständlicher oder schwieriger gewesen. Hätte sich auch immer fragen müssen, sind unsere Annahmen jetzt auch richtig? Oder wäre dann relativ oft hinterfragt geworden. Nun, am Schluss auch Plausibilisierung der Resultate ist ja immer auch wichtig. Wie gesagt, Biegenachweis vom Querschnitt kann man auch mit anderen Programmen machen, wurde auch hier gemacht. Einfach den Querschnitt von diesem Betonriegel nehmen, von diesem Querriegel und das Moment aufgrund von Vorspannung ansetzen und schauen,
was man für Kräfte, für Spannungen in der Bewährung bekommt. Und auch kann man dann auch gut mit Idea Statica vergleichen. Die Resultate stimmen einigermaßen stimmen gut überein. Beim Querkraftnachweis eben kann man wieder auf diesen Kräftefluss zurückgreifen und sich fragen, ja, die Kräfte, diese Spannungen in den Bügeln, die kommen ja auch von diesen Zugkräften, von diesen Umlenkkräften, hier grün dargestellt. Und wenn ich mir diesen Kräftefluss mal anschaue und diese Neigungswinkel, diese Änderung vom Winkel, kommt dann ja auf eine bestimmte Umlenkkraft, die dann vom Bügel aufgenommen wird und entsprechend dann auch zu den Spannungen in den Bügeln führen. Und so konnten wir auch das Ganze dann, die Resultate plausibilisieren in Idea Statica. Vielleicht noch einen Ausblick, ja, was hätte man machen können, wenn man diesen Nachweis in 2D, weil wie gesagt, es handelt sich hier um ein 2D-Modell, eine Scheibe von diesem Querigel, was hätte man machen können, wenn man es nicht hätte nachweisen können? Eine Möglichkeit wäre natürlich, ja, das Ganze auf 3D zu wechseln, das wäre natürlich auch anspruchsvoller gewesen. Vielleicht noch Überlegungen mit dem Kräftefluss und hier eine kurze Skizze von verschiedenen Überlegungen, die wir uns damals gemacht hatten, weil Querkraft natürlich im Bestand wird ja dann auch seitlich in den Querigel und dann in die Stütze eingeleitet und respektiv kann man sich dann fragen, ja, wie würde man das Ganze dann in 3D im Bauzustand modellieren, wo würde dann diese Zwangskraft von der Vorspannung hingehen, wie würde sich das Ganze verteilen. Also wenn 2D nicht funktioniert hätte, Möglichkeit wäre auch, das Ganze auf 3D zu machen, wäre aber natürlich viel umständlicher gewesen. Nun, wie sieht das Ganze eigentlich jetzt auf der Baustelle aus? Wir konnten das, wie gesagt, nachweisen. Ausführung hat im Januar von diesem Jahr angefangen. Hier sehen noch ein paar Fotos eben aus der Baustelle. Sieht man ja einigermaßen mit der Helligkeit. Hier die Montage vom Gerüst, die Türme sind bereits montiert und hier werden diese massiven Querbalken auf diese Türme gesetzt. Und hier noch ein bisschen größeres Bild, gerade wenn Sie es drauflegen. Dann eben oben auf dem Gerüst sieht es dann so aus. Wir haben hier unsere 4 hydraulischen Pressen pro Brückenträger. Mit diesen 4 hydraulischen Pressen konnten wir das Viadukt, wie gesagt, anheben, die bestehende Stütze entlasten und dann abbrechen. Das sah dann vor Ort folgendermaßen aus. Die oberen 2 bis 3 Meter wurden mit HDW abgebrochen. Hier auf dem Bild im Prozess quasi, als die ersten 20 bis 30 Zentimeter vom Beton bereits abgebrochen sind. Man sieht dann auch noch die bestehende Bewährung von der Stütze. Und danach hier, wie gesagt, der erste Teil wird abgebrochen. Hier sieht man es bereits auf dem Foto. Die obere Teil, die Stütze ist bereits entlastet, der obere Teil ist abgebrochen. Der restliche Teil der Stütze wurde dann quasi konventionell abgebrochen mit einfach gespitzt mit dem Bagger. Und das sah dann vor Ort folgendermaßen aus mit relativ viel krumme Bewährung überall und viele Betonblöcke, viel Betonabbruch. Sobald die Stütze abgebrochen wurde, konnten wir weiterfahren, nämlich die Bohrpfähle für die neuen Stützen bohren. Hier noch eben 2 Fotos. Aufgrund von den engen Platzverhältnissen, der begrenzten Arbeitshöhe unter dem Viadukt, musste dann man diesen eher alten Seilbagger verwenden und nicht eine modernere Bohrmaschine für Bohrpfähle, wie man sie oft heute auf den Baustellen sieht. Dauert dann natürlich ein bisschen länger. Und dann hier die neuen Stützenfundamente. Hier relativ groß, bei den anderen Stützen sind ja ein bisschen kleiner. Grund dafür ist, dass P schon damals oder schon im Bestand pfahlfundiert ist und dass man diese Pfähle wiederverwenden konnte.
hat quasi nur den oberen Teil abgebrochen, die Anschlussbewehrung freigelegt. Und um all diese verschiedenen Pfähle abzudecken, braucht man ein relativ großes Fundament und ja, auch viel Bewehrung. Hier sieht man noch gelb, hier auf dem Foto die Holzschablone, um die Lage und die Überdeckung von der Anschlussbewehrung von der Stütze visuell zu kontrollieren. Nun dann auch hier die erste Etappe von der Stütze. Also einmal, sobald das Fundament betoniert ist, sieht das dann hier wie auf dem Foto aus. Relativ viel Anschlussbewehrung, die da rausschaut. Und rechts eben bereits die erste Etappe geschalt. Hier wurde vom Unternehmer eine Stahlschalung verwendet, weil wir aufgrund vom hohen Bewährungsgehalt selbstverdichtender Beton verwendet haben. Der wird dann eben zumindest hier mit einer Stahlschalung verbaut und von unten her reingepumpt. Also man sieht es gerade hier auf dem Foto von unten reingepumpt, genau, und muss dann eben nicht vibriert werden als Vorteil. Und dann wird jede Etappe so, bei jeder Stütze so sukzessiv hochgezogen. Sieht jetzt, vor ein paar Wochen sah es jetzt so aus. Das Foto hat schon, wie gesagt, ein paar Wochen alt. Jetzt sind wir mittlerweile noch ein paar Etappen höher. Und gemäß Bauprogramm sind wir dann für diese Achse zumindest dann im Anfang nächstes Jahr fertig. Vielen Dank.